So, herzlich willkommen zurück bei The Rainslick, On the Rainslick Precipice of Darkness. Mit mir, Catcher. Hi. Erstmal natürlich voll den Namen von dem Spiel verkackt. Aber, naja, irgendwann habe ich es noch drauf. So, genau, wir sollten zu Anne Claire's gehen. Das ist jetzt hier das Büro der Agency. Da kommen wir wieder raus. Das ist einer von den Robotern, die Orangen vergewaltigen. Okay. Und Würfeln? Das scheint mir doch ein W20 zu sein. Ach, guck mal, hier können wir die Schwierigkeit nochmal einstellen. Da können wir wohl Filme gucken. Die Augen von dem Typen auf dem Bild bewegen sich. Okay, creepy. Ach, egal. Das ist das Dossier. Gucken wir es mal alles an. Dann Case Logs. Stats. Jim. Jim ist in einem toten Schädel in einem Glas. Okay. Hier ist Musik und das ist vermutlich Deko und das hier ist die Karte. Okay. Und der bewegt sich auch, wenn man drüber fährt. Ist ja knuffig. Okay, gucken wir doch einfach alles mal an. Ich meine, Schwierigkeit brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, was gibt's im Dossier? Okay, das sind also alle wir. Okay. So. Ich glaube, ich lese es einfach mal vor. Das ist John Gabriel, ist momentan Level 3. Den haben wir ja gerade erst kennengelernt. Believing that all famous people start out as orphans, Jonathan Gabriel left home at an early age. Learning to fight on the mean streets of New Arcadia, this path would ultimately take him to the top of the prize-fighting circuit. Everything was going great, that is, until he fought the devil. It's kind of a long story, ask me later. His parents are still quite worried. Okay. Kitty, das sind wir. Haha, immer noch Level 2, schade. Kommt aber noch. This is, you know who that is. This is you. Ja, das ist auch wieder wahr, ne? Hier haben wir Tycho Brahe. Weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht, ey. Egal. Level 3. Upon graduating from New Arcadia's old academy with a doctorate in apocalyptics. Oh Mann. Apocalyptics, Tycho Erasmus Brahe found the startling developments detective agency. With its character to treat without fear in the whispering dark, he and partner Jonathan Gabriel take on these cases too startling for their contemporaries. Auch gut. Na dann. Wir haben die NPCs. Okay, niemanden. Und Feinde sind bis jetzt die Fruitfucker Mark 1. Die heißen tatsächlich Fruitfucker. Und die Attacken sind Dealy, Bobber und Juice Burst. Oh Gott. Und wir haben auch Fruitfucker Mark 2, die als Attacken wiederum den Organ Grinder und Nuts and Bolts haben. Okay. Die Fruitfuckers. Na dann. Gib mir den Case Log. Ja, hier, Case, genau. Up from the ashes. Und was wir machen sollen, ist halt mit Gabe und Tycho zu Anne Claire's gehen. Dann guck mal nach Musik. Was haben wir ja hier? Genau, wir haben hier ein Album gefunden, The Beginning of the End. Ja, okay. Müssen wir aber jetzt nicht zu Ende anhören. Haben wir auch ein Video? Ja, wir haben sogar 2. Gucken wir mal beide mal an. Haben wir Zeit. Four gods wait on the windowsill, where once 8 gods did war and will. Ach so. And if the gods themselves... Okay, das ist einfach nur das Intro. Bei dem zweiten, was ist das? Okay, das sind einfach nur die Cutscenes zwischendrin. Die haben wir alle gesehen, die brauchen wir nicht nochmal angucken. Wir haben auch ein Inventar. Da sind momentan 19 Spare Parts drin zum Waffen-Upgraden, was wir aber, glaube ich, noch nicht machen können. Und das war's auch, was wir haben. Achso, ne, Moment, hier haben wir Combat Items. Ah, genau. Also hier, das sind die Adventure Items.
Hier haben wir dann die Combat Items und die Bandagen und so weiter, was sie alles gesammelt haben. Collectibles, das sind die hier, die Bilder, die wir da gefunden haben. Das ist ja schon geil, das macht sich bestimmt gut als Poster. Das hier, das ist der Wasserspeier vom Anfang. Und dann haben wir noch das hier von Jonathan Gabriel gefunden. Na dann, das ist bestimmt eine frühe Charakterskizze von ihm. Nicht schlecht. Gut zu wissen. So, jetzt aber letztendlich gehen wir zur Karte. Hier kommen wir her und wir haben tatsächlich alle Teile gefunden, die es da zu finden gibt. Tschakka! Und dann gehen wir doch zu Claire. Dear sweet Anne Claire, if only Mummy knew what you were up to, so very late at night. So, wir sind bei Claire's angekommen. Und da gucken wir jetzt erstmal uns um, bevor wir irgendwas machen. Das hier ist a poster of the diminutive Dr. Lars Krangel. Wer auch immer das ist. Hier ist die Katze! Dr. Camberry appears content to sit here until needed. Auch gut. This amazing opticator is one of a kind. Note. Da oben ist auch noch ein Foto. Unlocked Concept Art 4. Collect all 12 pieces. Ah, guck, da haben wir gerade eben die anderen 2, die wir gefunden haben, angeguckt. 3, die wir gefunden haben, angeguckt. Und hier ist Nummer 4. Cool. So, gehen wir doch mal weiter. Und hier, you catch a whiff of ozone. A whiff of ozone. Ist da ein Teil vom Ozon noch drin? Okay. Hier ist noch ein Buch. The spine reads Iridium, the really heavy metal. Eigentlich sollte man eine Heavy Metal Band gründen mit dem Namen Iridium. Bitte. Yay! Hot Toddy! 80 damage. A tragic waste of liquor. Wie man's nimmt. Wie man's nimmt. Was ist das da? A small label on this machine suggests that it can manipulate heavy time. Okay, also eine Zeitmaschine, na dann. Something in your mind revolts against this wicked box. Dann gucken wir uns erstmal nicht weiter an. Was ist das hier? A slight tingling sensation spiders along your skin when you touch the machine. Ich gucke mir immer gerne alle Sachen an, falls ich dann irgendwo was finde. Ja, also die ganzen versteckten Concept-Art-Dinger und so weiter. Das hatte ich. Nee, hatte ich noch nicht. This machine can apparently stamp out Gloucesters. Ach gut, und dann der Vorhang, da konnten wir auch was angucken. There's quite a breeze tonight. Okay, ist einfach nur Vorhang und das Fenster ist offen. Ja, dann, ich gehe mal davon aus, das hier ist Claire und wir sprechen sie doch einfach mal an. Good niece, you give me hope for this wasted and feral generation. And uncle, do you still battle with the dark gods? On occasion. Your parents still seeing the world, I take it? Yes, perpetually so. New Arcadia is a part of the world as well, if they would remember to visit it. Ah well, I have my studies and my tools and my hobbies, as it were. I see, I need not to worry then. Anne Claire smiles. Ah, also offensichtlich sind die Eltern von Anne Claire irgendwie mega reich oder sowas. Weil ich meine, die hat mega dieses Zimmer, ja. Und reisen wohl in der Weltgeschichte rum und vergessen dabei scheinbar, dass sie eigentlich ja noch so eine kleine Tochter da haben. Aber, okay, gucken wir mal, wie sich das noch entwickelt. Uncle, is it not I who lurks in crypts and such like? True, child, true enough. So, wir haben jetzt wieder 2 Antwortmöglichkeiten, beziehungsweise 2 Fragen, die wir reinpacken können in diesen Dialog. Erstens, this is your niece, und zweitens, and this is. Und ich entscheide mich jetzt für Nummer 1, das kommt mir irgendwie wesentlich höflicher vor. I have not had the pleasure. This is my darling niece, Anne Claire Forthwith. She has a fondness for machines and they her.
Okay, der Satz gibt irgendwie jetzt nicht so viel Sinn, so mit dem and they, her. Aber, naja, egal. To the extent that machines feel fondness, I suppose. In any case, I sometimes bring her things she needs for her projects, and we have come to rely on her expertise. How do you do? So, wir haben jetzt 4 Antwortmöglichkeiten. Erstens, nice place. Zweitens, and Claire forthwith. Offenbar ist der Name irgendwie wichtig. Drittens, I think you'd really like this case. Und viertens, see you around. Also ich glaube, das see you around ist eine ganz normale Verabschiedung aus dem Dialog, deswegen nehme ich das logischerweise nicht. Und ich frage sie erstmal nach ihrem Namen. You're Tycho's niece, but your last name isn't Bra? It's complex. Her father doesn't especially like being my brother. Ah, okay, ich glaube, daher weht der Wind. The Bra clan has a reputation for wieder 3 Antwortmöglichkeiten. Charitable giving, insanity, idiosyncrasy. Okay, ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, was das letzte Wort heißt, aber ich google es einfach nach der Folge. Und da ich die 2 so kennengelernt habe, wie ich sie kennengelernt habe, nehme ich Antwortmöglichkeit Nummer 2. Insanity? We like evil thumbs. I don't know how else to say it. He left home as soon as he was able and changed his name. He's done for himself. Das ist ja immerhin ganz nett. So, dann mache ich dir doch mal ein Kompliment zu ihrem Zimmer. This is quite a room. I am pleased you liked it. It is a little cramped these days, but somehow I persevere. Weiß ich auch nicht genau, wie man das ausspricht, aber egal. And look, I have recently hung a new poster of Dr. Lars Krengel, world-renowned roboticist. There's an extensive interview with him in this month's edition of Whirly Gig. Ob es tatsächlich Zeitschriften gibt, die Whirly Gig heißen? Oder so in die Richtung? I find him quite dreamy in the modern parlance. Okay, die steht offensichtlich auf einen Mann, der ungefähr 50 Jahre älter ist als sie. Jetzt nehmen wir natürlich die letzte noch verbleibende Antwortmöglichkeit, bis abgesehen von der Verabschiedung. We're tracking a giant robot. Seems like your kind of thing. My interest is piqued. Actually, there are several robots. My heart is a flutter. Heart, nicht heart. My heart is a flutter. I thought you might be pleased. There's all kinds of robots ist die erste Antwortmöglichkeit, die wir haben. Und die zweite ist I need a moment to mourn my house. Wir nehmen die erste, weil ja, wir können immer noch irgendwann erzählen, dass unser Haus niedergetrampelt wurde. Schniff, schniff. There is a large robot, the one that destroyed my house, and a number of smaller ones that look like it. Seht ihr? Da haben wir schon erzählt, dass der eine unser Haus niedergetrampelt hat. Armes kleines Hauschen, armes kleines Haus. They resemble one another? Strange. We've been collecting samples of the machines as we move about the city. I see these machines are not whole then. Well, they were whole before we smashed them. Smashed them? They are mean. So, jetzt haben wir wieder 2 Antwortmöglichkeiten, nämlich 1, they're pretty weird little guys, und 2, the big one sort of wrecked my house. Ja, ich nehme jetzt Antwortmöglichkeit Nummer 2, weil dass der unser Haus niedergetrampelt hat, ne, das muss einfach deutlicher werden. Yeah, and the big one wrecked my house. I don't know if I mentioned that. Even the smallest remnant of these machines could prove vital. You should find as many as you can. With enough parts, I will know more. We may even be able to use the parts themselves. Erstens, where should we look for clues? Und dann zweitens ist die Verabschiedung, see you around. Aber wir wollen ja noch nicht gehen, wir wollen mehr Informationen. What should we be looking for now? Well,
Seismically speaking, the Hobo Alley district has been spiking off the graph. That might be consistent with a bipedal mechanoid. Perhaps you should start your search there. New case! The game is a food. Okay, das gucken wir uns dann gleich im Case-Log an. Und wir haben auch direkt eine neue Area auf der Karte freigeschaltet, nämlich die Hobo Alley. A smelly haven for hobos and mischief. Ne, also da, wo man eigentlich nachts nicht hingehen möchte. So, jetzt ja einfach eigentlich fast die gleichen Dinger wieder, bis auf das erste Hobo Alley then. Und das nehme ich auch. You think Hobo Alley is our best bet? Indeed, I am certain of it. Return at once with any baubles. Und dann, das müssen wir jetzt wirklich nicht nochmal fragen. Nehmen wir Nummer 2 und verabschieden uns. I'm sure we will be back later. Indeed, I expect to see you often. Good hunting. Und auf geht's. Jetzt reden wir nicht mehr mit ihr, sondern jetzt reden wir mit einander. Und Gabriel fragt, why do you talk to her like that? Like what? Like Tuver Woofer so winning woo. Ah, das beschreibt's vermutlich ganz gut. I don't know, like some kind of asshole. I'm going for more of a weird college professor. Weird is definitely coming across. Jetzt sind wir wieder dran. 2 Antwortmöglichkeiten haben wir. I think that's the right word. Und zweitens, go big or go home, as they say. Oh. Ich nehme Nummer 2. When speaking, one should use the largest words they know. Vindication. Do you see, Gabriel? I've been endorsed by an independent observer. Honestly, I'm not sure why I do it. It's almost like our secret language. Well, I can hardly understand it. I guess it's working then. Okay. Ja, wenn zumindest Gabriel keine Ahnung hat, wovon die dann eigentlich reden. Ja, auch gut. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück zur Agency. Und wie ich gesagt habe, wir gucken nochmal in den Case-Log von unserem zweiten Fall. Und da steht eigentlich auch nichts anderes drin, wie dass wir hier look for evidence of the giant robo in Hobo Alley. Ja. Okay, ich würde vorschlagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich habe mir schon den Mund ganz fusselig geredet. Bis dann!